Harriet Taylor Mill Institut forscht und lehrt und veröffentlicht zu Geschlechterfragen. Und die Anfänge waren insbesondere zu Fragen von Geschlecht und Ökonomie. Ich war Professorin hier an der Fachhochschule für Wirtschaft, jetzt HWR. Ich bin Volkswirtin, habe schon relativ früh über Geschlechterfragen geforscht und gelehrt und 2001 zusammen mit anderen Kolleginnen das Institut gegründet. Wir waren mehrere Kolleginnen hier, sowohl Professorinnen als auch Lehrbeauftragte, die zu Geschlechterfragen geforscht und gelehrt haben. Und wir haben gedacht, es wäre gut, dafür einen institutionellen Rahmen zu schaffen. Und deswegen tauchte dann die Idee auf, ein Institut zu gründen. Und sowas gab es bisher vorher nicht, an keiner Fachhochschule. Das war am Anfang sehr schwer. Ich weiß nicht, viele erinnern sich noch an den früheren Bundeskanzler Schröder, der gesagt hat, das ist doch Gedöns, diese Frauensachen. Ich bin Elke Holst, war langjährige Forschungsdirektorin für Gender Studies am DEW Berlin und bin jetzt immer noch mit dem DEW verbunden als Senior Research Associate. Ich habe schon eine lange Verbindung zum HTMI, die schon begann, bevor es das HTMI überhaupt gab. Das Besondere an dem Institut ist, dass es die Möglichkeit von Genderforscher, Forscherinnen gibt, hier sich zusammenzufinden, hier eine zentrale Stelle zu finden, an der sie sich auch vernetzen können, an der sie sich austauschen können, Publikationspartner, Partnerinnen zu finden, gemeinsame Projekte zu machen. Also eine gute Anlaufstelle für alle, die in diesem Bereich tätig sind. Das Institut ist ein richtiger Joker. Also auch für mich als Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, weil ich beantrage für die Hochschule Förderprogramme, an Förderprogrammen Anträge oder so Zertifizierung, Total Equality oder sowas. Und dort ist das Institut immer also so ein Joker. Wir konnten dort Wissenschaftlerinnen, Gastwissenschaftlerinnen ansiedeln, die vorübergehend hier waren. Und durch die Tätigkeit, wenn sie am Harriet Taylor Mill Institut gewesen sind, konnte ich ziemlich sicher sagen, dass sie irgendwann Professorinnen werden würden. Für mich als Nachwuchswissenschaftlerin ist es ein ganz, ganz wunderbares Umfeld, zu lernen, zu wachsen, als Wissenschaftlerin, als Forschende. Denn das Institut bringt ganz, ganz viele Disziplinen und Persönlichkeiten zusammen von Wissenschaftlerinnen und macht eigentlich nochmal deutlich, dass die Zugänge zum Thema Geschlecht, Gender ganz vielfältig sein können. Wir haben über viele verschiedene Fragen geforscht. Also mein eigenes Forschungsgebiet ist Frauen- und Arbeitsmarkt, Beschäftigungspolitik. Eine Kollegin von mir ist Historikerin, Dorothea Schmidt. Die hat über die Geschichte zum Beispiel der Unternehmerinnen geforscht. Eine andere Kollegin, Claudia Gater, forscht über Selbstständige. Sigrid Betzelt über prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Also alle möglichen Fragen im Zusammenhang mit Arbeitsmarkt stark. Im Laufe der Jahre hat man gesehen, ja okay, wir haben ja auch noch andere Fachbereiche, die in interessanten Bereichen auch eben lehren und forschen, wie die Verwaltungswissenschaften, die Rechtswissenschaften, so dass wir im Laufe der Jahre auch Ökonomie und Recht, Ökonomie und Verwaltung noch als weitere Schwerpunkte etabliert haben. Also diese Art von Forschung wird mit Sicherheit nicht so schnell überflüssig. Also weil wir sehen ja, unglaublich viele Geschlechterunterschiede sind sehr hartnäckig, bleiben bestehen trotz vieler Fortschritte. Und ich denke, solange es die gibt, ist so ein Institut notwendig, wichtig und wird eine positive Rolle spielen. Es geht für mich darum, die geleistete Arbeit von den Wissenschaftlerinnen, die vor mir da waren, anzuerkennen und gleichzeitig weiterhin kritisch zu bleiben. Alles andere würde sich aus feministischer Perspektive auch verbieten. Ich wünsche mir weiterhin, so wie bisher, viele junge, gute, interessierte Kolleginnen, die sagen, das ist eine tolle Sache, was am HTMI gemacht wird. Wir wollen unsere Zeitressourcen da auch einbringen. Wir kommen zusammen, diskutieren über aktuelle Themen und setzen das Thema hier gemeinsam fort.